Glücksschützers. Ja Leute, ich bin unterwegs. Aber die ist schon volle Hütte hier, ne? Boah, unglaublich. Nicht zu fassen, wie viel Volk hier auf die Beine ist. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Also werden wir mal sehen. Ich hoffe, dass es trocken bleibt, aber das Wetter sieht nicht gut aus heute. Da müssen all die Leute nach oben. Also das ist schon ein Feld, unglaublich. Were they fully broken in? Or? Yeah. We'll see. Oh, whenever the 20K turn happens, and it's just gonna be me, 4 people walk straight. How far is it gonna go? Patches are great. We should probably patches. Ah, jetzt schön. I have like bags, small bags of patches. Like hundreds. Like, honestly. Heller Wahnsinn. Dat is te lachen. Kom niet toe. 5 minuten af en op je Did you see him earlier? I saw at least one. Nou, het rijdt nog 5 kilometer. Die eerste richting is daar. Oh. Ja, dat is in zich. Unglaublich. ...4,8 kilometer sind weg. Halb 5. Was hier kommt, weiß ich nicht, ist das für die. Wasser und Apfel und so. Okay, habe ich alles dabei. Ein Dixito und 2 Toiletten nach 5 Kilometer, okay. Alles super. Alles super. Gut organisiert.
Und jetzt wird es wieder voll hier. Unglaublich. Zweimal. Hatte schon einen richtigen Aufstieg zweimal. Und ich fall drin reinschauen. Laufen dann ein Waldstück. Das ist schon geil. Und man hört hier Englisch, Französisch, Japanisch, ich weiß nicht, was man alles hier hört. Unglaublich. So viele Nationalitäten und so viel Volk. Ne? 5,78 Kilometer. Und die laufen alle jetzt umgehen. Wasserlöcher rum, ne? Ich auch, warum den Wasserlöcher rum. Auch keine nasse Füße die ersten 6 Kilometer. Aber so geht's gut. Das war super, ein bisschen wolkig und sonnig. Und dann wieder ein bisschen wolkig, also geil. Take a picture. But when I got here, he was a specialist, bro. His brother's fucking. You should be too. I should be up there with him as well, bro. That's cool. Yeah, bro. We came fucking a long ways, bro. Schau den Blick mal an. Also das ist geil. Das ist richtig geil. 3 years, bro. Been flat for 3 years, bro. Wow. I got into a fight. Defending myself, I actually got jumped. That's where you guys are. That's where you guys are. Nach 7,57 Kilometer laufen wir in ein Dorf. Und da steht da raus, dass wir eine Pause bekommen. Bin mal gespannt. Das ist schon früh, ich hatte schon erwartet ungefähr 10 Kilometer. Aber ich sehe hier schon, steht schon alles. 7,98 Kilometer. Und ich hatte jetzt meine Pause. Sieh mal hinter mir das Wasser, geil, ne? Und überall hat man hier wieder Musik, ne? Copyright. Scheiße. Ja Leute, da bin ich wieder. Ich muss mal eben die Kamera ausmachen, weil mit der Musik, das geht ja gar nicht. Auf YouTube ist das sowieso ein Problem, weil Bildschirm noch nicht so sehr. Und wir sind ja schon 5 Kilometer von Diekirch, sehe ich hier. Echternach sehe ich hier, Moesdorf, Vianden, okay. Rue de Château, Rue du Château. Also hier sollte irgendwo ein Schloss sein, denke ich. Aber wir laufen einfach weiter. Ne? Wir haben eine erste Pause gehabt. Ich denke, das nächste dann. Das war hier 7,5 ungefähr. 14, 15 Kilometer die nächste Pause, denke ich. Dann werden wir viele Pausen haben heute. Und wir haben natürlich das Bändchen gecheckt. Auch das haben die gemacht. Ja Leute, 10,2 Kilometer, also ein Viertel der Strecke ist weg. Das ist mal geil, ne? Und da hatten wir wieder einen mörderischen Anstieg. Unglaublich. Und dann nebenan geht es wieder schön nach unten. Ne? Kann man mal so halten. Schau das Panorama mal an. Habe ich schon mehrere von aufgenommen heute. Ist schon eine geile Strecke. Was für ein Panorama. – 12 Kilometer, Leute. Und man kann sich nicht satt sehen. Wir gehen jetzt runter
Und da haben wir so eine super geile Aussicht. Ne? Der Seite auch. Nur die scheiß Windmühlen. Die sind richtig scheiße. Das ist absolut geil. Und ich werde euch mal mitnehmen. Hier ist ein Bändchen. Das müssen wir hier scannen, ne? Das war schon. Das was du ganz Wasser sein, noch zu Nach 13 Kilometer kommen wir in Lonsdorf. Und ja, die Kontrolle war ja vor Lonsdorf. Geile Blumen, ne? Das ist dann immer Frühjahr. ...15 Kilometer. Und wir rocken wieder den Berg ab. Schon seit einige Kilometer. Und die Ferne kommt wieder so ein wahnsinniger Ausblick. Ne? Und wir sind jetzt definitiv auf die 40. Die anderen Kilometer sind alle weg. Das ist ja wieder geil, ne? Das kann man einfach nicht fassen. One's like crew chief to get into it. You don't need to be a chief. Because it's the same stuff. Nothing ever changes. Yeah. You know? Like, crew chief, okay, something breaks, but it's like, oh, this one piece or, you know, something, whatever. Yeah, you gotta But like, know how to supplies, troubleshoot. you pull it apart the same way every time. You put it back the same way, you order it the same way. Ich hoffe nicht, dass wir hier ganz oben hingehen. Dann noch richtig Aua. ...23,5 Kilometer heute. Also, da war ein Mörderbike. Um die 20 Kilometer fing da an. Und das ging noch hoch, Kilometer nach Kilometer. Also er hat so richtig reingehauen. Und jetzt laufen wir Kilometer runter.
und hatte ich jetzt einen Kontrollpunkt wieder. Aber es ist eine Wohltat, jetzt wieder runterzulaufen. Ne? Und die Aussicht ist wieder super. Schau mal an, Leute. Wieder so ein geiler Ausblick. Unglaublich. Luxemburg ist schon ein schönes Land. Ne? ,7 Kilometer, Leute. Schau dir das mal an, die Suppe. To be honest, like tomorrow That's the amazing. it's gonna be the last 40 kilometers. So yeah, you just have to keep on walking. Und wir gehen aber hoch. You just have to walk it out, and it doesn't matter anymore because it's just the last 40. So Okay. I mean, at least. 3 Kilometer weiter. Eine kleine Pause. Und ein alkoholisches freies Bier. Zij moeten ook. Kon ich mal gebrauchen Het jetzt. is na de splitsing, maar zij moeten ook. Also noch ein kleine 9 Alleen Kilometer. 20. Das sind die hier. Das geht richtig rein. Wij zouden er ook naartoe. 32,4 Kilometer, Leute. Gute 7 Kilometer bis zur Ankunft. Da liege ich. Und ihr seht schon, die Leute laufen dahin. Laufen da ganz weit dahinter. Oh Mann, ich bin heißer. Unglaublich. Und das Wetter verzieht sich jetzt wieder. Da war Gewitter in Anzug, aber ich höre es nicht mehr. Also ich denke, dass wir Glück haben. Gute 7 Kilometer, 1,5 Stunde bis zu Diekirch. Ja. Also ich laufe einfach weiter. Ja Leute. Wegenmeter. Wir waren fertig. Aber die erste 40 voll. Ja, das ist geil. Willkommen Leute bei der Abmoderation von Marsch International Diekirch 14.06.2025. Ja Leute, meine erste Wanderung in Luxemburg, ja. Das war eigentlich eine Wanderung von 2 Tagen, habe ich nur den Samstag von gelaufen, ja den Sonntag nicht, weil ich schaffe das nicht zeitig am Start zu sein, Sonntag, wegen ein gigantisches Notwetter, das es gab in Burscheid. Ja, das war ein Problem. Und da ich am Samstag gesehen habe, dass ich um 7 Uhr weg sein musste, weil ich war ja gegen 4:45, halb 5 zurück in Diekirch. Und 5 Uhr schließt der Laden. Und wenn ich nach dem Notwehr noch losgefahren wäre, dann wäre ich mitlaufen wahrscheinlich gegen 4:45, halb 6 zurück gewesen. Ja, wie ich schon sage, 5 Uhr schließt der Laden, also kannst du vergessen. Das war nicht mehr zu schaffen, am Sonntag. Leider. Also müssen wir nächstes Jahr mal schauen, was wir da anders machen können. Etwas näher ran oder Bierfahrt. Muss ich mal sehen.
Öffentliche Verkehr ist natürlich, habe ich jetzt gesehen, gratis in Luxemburg. Also das werde ich nächstes Jahr auch in Betracht ziehen, dass ich mit dem Zug nach Diekirch fahre. Dann ist hier nur ein paar Meter vom Bahnhof zum Start. Weil der Bahnhof ist ja neben der Start. Also das ist ganz schön. Ja. Wir haben 7 Uhr und 43 Minuten gelaufen. 39,5 Kilometer. 5,1 Kilometer pro Stunde, doch noch, hatte ich nicht erwartet, mit diesen steilen Bergpassagen. 920 Meter runter und 920 Meter rauf. Also das war richtig der Hammer, ne? Die Berge da. Das ist ja, die Alpen sind das ja. Und ja, da habe ich ein Foto gemacht, bevor ich am Laufen war, ne? Da brauchte ich ja ungefähr 15 bis 20 Minuten vom Auto bis zum Start. Weil ich stand da in einem Dorf nebenan mit dem Auto, ne? Weil Parken in Diekirch war ja eine Katastrophe. Und da habe ich diese schöne Ballons fotografiert. Dann gab es die schöne Brücke am Anfang, ne? Die war sehr voll. Boah, die war richtig voll. Unglaublich, wie viel Volk da war. Da war auch irgendwo diese Kapelle, habe ich da fotografiert. Es gab natürlich sehr viele Landschaften. Sehr schön, das waren ja die Alpen, Bergen. Hier auch wieder. Ich glaube, ich habe keine Filme gemacht bergauf, weil das war nicht zu schaffen. Da war ich zu sehr beschäftigt, oben zu kommen. Hier auch wieder schöne Landschaften. Und ich habe gemerkt, ich habe ein paar Flecken in die Fotos sitzen, auch in die Videos. Das finde ich nicht so schön. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Auch wieder eine schöne Landschaft. Das ist auch wieder geil. Die Jungs, die hatten das besser, ne? Die lagen schön auf der Weide. Das war auch ganz schön. Berg runter. Auch eine schöne Passage. Es gab schöne Bäche, ne? Sehr schön. Sieht man auch im Video. Hier war ein Dorf. Und da war ein Berg. Und ja. Ja, da gab es dieses schönes Wasser. Und das haben wir auch schon hier. Irgendwo war das, glaube ich, da sagte ich schon, ich hoffe nicht, dass wir darauf gehen. Und wir sind raufgegangen. Und das Ding war absolut der Hammer. Habe ich 4 Pausen benötigt, um da raufzukommen. Das war absolut ein Mörderberg. Da haben wir diesen Turm noch und hier sieht man schon, wie er schon hoch geht. Ne? Hier geht schon richtig hoch. Im Dorf schon. Und dann kam man aus dem Dorf und kam dieses schöne Schloss. Da waren wir schon ein paar Kilometer auf dem Berg. Ne? Und ich weiß nicht, welches Schloss das ist. Keine Ahnung. Die Jungs, die hatten es besser. Ne? Schön im Schatten. Da kam schon Gewitter auf. Ne? Wir haben auch Gewitter gesehen. Ein bisschen Regen. Ganz kleines bisschen Regen haben wir gehabt. Aber wir sind verschont geblieben. Das Gewitter, richtige Gewitter, ist nicht rangekommen. Da bin ich froh. Denn in die Berge mit Gewitter, das ist richtig scheiße. Das habe ich ja Sonntagmorgen gesehen. Und das war eine Pause, die ich gemacht habe. Das war, glaube ich, die letzte Pause. Ja, das war die letzte Pause. Da habe ich mir ein alkoholfreies Bier getrunken. Mag ich normal nicht, aber dieses Mal hatte ich es einfach nötig. Ne? Ja. Was soll ich sagen? Schöne Wanderung. Geile Umgebung. Mach nächstes Jahr wieder. Muss mal sehen, dass ich Bus und Bahn mitnehme in die Planung. Weil ja, ist ja gratis in Luxemburg. Ne? Wusste ich nicht. Weiß ich jetzt. So lernt man dazu. Und dann werde ich nächstes Jahr hoffentlich beide Tage laufen. Und wird mich die Suppe nicht versalzt wie dieses Mal durch das Wetter. Okay. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie einen Daumen hoch. Schreiben einen Kommentar, was ihr von diesem Video fand. Ja, dann danke ich Ihnen für Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Das wird auch ein Video von Diekirch sein. Ich habe mehrere Videos da gemacht. Ne? Und dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Ciao, ciao, Ihr Theo.